Die Celviano-Reihe von Casio. Wir schauen uns die Modelle AP750 und AP550 im Vergleich an. Es handelt sich hier um Mittelklasse-E-Pianos, die beide eigentlich ganz klassisch als Home-Piano aufgebaut sind. Kann man ja sehen. Die Preise liegen zwischen 1.900 und 2.300 Euro. Also 400 Euro Unterschied. Ich denke, das lohnt sich mal zu schauen, wo sind die Unterschiede und ist der Preis gerechtfertigt. Ja. Dabei hilft mir der fabulöse Yassin Korchi von der Online-Musikschule Music to Me. Hallo Yassin. Hallo Jörg, freut mich. Ja, du erinnerst dich vielleicht an das AP750, das haben wir uns schon angeguckt. Ja. Ja, das ist das Topmodell und das könnte man eigentlich als das kleine Topmodell bezeichnen, weil die sind in vielen, vielen Punkten identisch. Also wer sich dafür interessiert, diesen Test gibt es nochmal einzeln und da gehen wir auch noch mehr auf die Details an. Wir schauen uns hier vor allem die unterschiedlichen Dinge an und das sind die Klavierklänge und das Lautsprechersystem. Und ich denke, wir fangen einfach an und schauen wir mal, wie das mit den Sounds läuft. Hier haben wir, wie wir gesehen haben, 3 verschiedene Klaviertypen: Berlin Grand, Hamburg Grand und Vienna Grand. Bechstein, Steinway und Bösendorfer. Und mal schauen, was da bei dem kleineren Modell zu finden ist. Wir spielen die einfach so, also wenn du immer das Gleiche vielleicht spielen könntest, sodass man den Klangvergleich hat. Ja. Wir hören uns das erstmal über den Kopfhörerausgang an, sodass wir also den Sound haben, den man beim Spielen über den Kopfhörer hört. Ja, schön ausgewogener Klang. Ich bin gespannt, was jetzt hier kommt. Auch sehr schön. Auch sehr schön, aber auch anders irgendwie ein bisschen, ne? Irgendwie ja. Ja. Dann würde ich sagen, wir vergleichen einfach mal die Sounds. Wir schauen mal, was da ist. Also hier gibt es ja diese Touch-Bedienung. Da kannst du mal, du musst erst links auf dem, ja genau, und dann kannst du das da in dem Feld. Das haben wir jetzt der Berlin Grand, den wir gehört haben. Genau, das war der Berlin Grand. Jetzt gehen wir mal auf den Hamburg Grand. Ja. Ja, also Vielleicht kannst du das noch mal kurz anspielen. Ja, absolut. Da erinnere ich mich auch an den Test. Ja, ja. Das sind wirklich sehr unterschiedliche Klangcharaktere. Es wird, glaube ich, dann noch unterschiedlicher, wenn man dann auf den Vienna geht. Absolut. Ja, also man hat schon wirklich deutliche Abstufung so im Sound, Ja. ne? Und kann dann auch so ein bisschen aussuchen, Ja. was man spielt und dann den Flügelsound dazu. Gut, jetzt passen. ja, also um den Test noch mal so in Erinnerung zu rufen, das war jetzt ganz hilfreich, Ja. um noch mal diese 3 verschiedenen Konzertflügel zu hören. Das ist wirklich, die sind gut umgesetzt auch. Und man muss auch sagen, dass das natürlich cool ist, ne? So die Bedienung hier, ich tippe hier einmal drauf und dann habe ich das hier direkt in der Anwahl, die 3 Flügel und dann, wenn man will, auch noch Das Metronom, ne? Ja. So, das geht natürlich Ja. jetzt bei dem nicht. Dass ne? dann da auch noch angezeigt wird in Genau, diesem Information genau. Bar. Das ist, Ne? das ist auch ganz lustig. Ja. Also eigentlich reagiert das ja, wenn du spielst, auf die Velocity. Ach so, ja. Aber wenn du das Metronom einschaltest,
Ja, genau. Dann, wenn man das Metronom einschaltet, dann hat man quasi den Klick visuell. Okay. Ja, ist mal eine Idee. Ja, Okay, dann gucken wir mal bei den Klavierklängen, wie das hier aussieht. Ich glaube, ja, da tippt man auch hier drauf, aber hier ist jetzt nichts. Hier ist zwar auch das Information Bar, also wenn ich da auf, gibt es ja auch ein Metronom, wenn ich da drauf, ja, dann gibt es das hier genauso. Aber das wollen wir jetzt gerade nicht. Ich würde vorschlagen, wir bringen jetzt die App ins Spiel und dann können wir auch die Sounds. Da muss man bestimmt in der Bedienungsanleitung nachgucken, wie man jetzt, hier steht nur Grand Piano. Aber es gibt ja auch mehrere Sounds hier, so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kleinen Moment. Dann schauen wir uns das mit der App Music Space an. Die wird über Bluetooth verbunden. Und ja, das sieht dann so aus. Finde ich ganz ansprechend gestaltet auch. Die ist kompatibel zu allen Instrumenten und wir verbinden es jetzt nur mit dem. Da ist dann hier die Verbindung, genau, das ist der Adapter. Und jetzt ist die Verbindung auch schon da. Moment. Vielleicht, ich stelle dir das am besten gleich hier drauf. So, jetzt wissen wir, es ist angeschlossen. Gut, ja, dann Piano Remote Controller. Darüber können wir dann die Sounds anwählen. Das braucht auch immer ein bisschen, wie es scheint. Okay, Tone. Und da haben wir jetzt das Grand Piano 1 Concert. Genau, Das haben wir das- eben gehört. Ah, genau. hier sind ganz andere Klaviersounds Hier drin. sind andere Sounds drin, genau. Und können ja mal auf den zweiten Klavierklang gehen. Bright spielt auch nochmal quasi das Gleiche. Ja. Also, ja. Und jetzt hier, es gibt ja dann noch ein Grand Piano 2. Also die gibt es in Abstufungen, Concert, Bright und Ah, Mellow. okay. Und der zweite Sound, also das war jetzt einfach nur die hellere Variante War eine Variante. von dem, was wir eben hatten. Jetzt probieren wir mal 2. Kräftiger, Ja, ne? Vielleicht Ausdrucksstärker. noch mal kurz im Vergleich zu dem Grand Piano 1. Ja, ist schon ein anderer Charakter. Ist ein bisschen anderer Charakter. Und dann habe ich bei dem Grand Piano 2 auch wieder 3 Abstufungen, quasi Concert, Bright und Mellow. Also Bright und Mellow noch als ja. Als Varianten, Genau. die im Spielverhalten dann anders sind. Genau. Ja, ich weiß, vielleicht ist auch der Zusammenhang, hier haben wir die goldene Plakette Ja. in Kollaboration mit Bechstein entwickelt. Ja, vielleicht ist das der Grund. Ich weiß es nicht. Wir können aber jetzt noch mal hier durch die Sounds gehen. Genau. Die dürften dann aber auch wirklich sehr ähnlich oder gleich sein bei beiden Geräten. Hier gibt es ein bisschen mehr Auswahl noch als hier, aber das schauen wir uns an. Ich würde sagen, Standardware, so das Ja, klassische. Ja, das ist ordentlich. Ja. Ich würde sowieso, ja, bei diesen Klasse-Instrumenten würde ich sagen, das Hauptaugenmerk liegt immer bei den akustischen Klavierklängen, Ja, die ja. sind am wichtigsten. So, ich glaube, das können wir eigentlich so stehen lassen. Wie gesagt, wir haben uns ja auch das im Detail noch angeguckt. Genau. Da gibt es dann den separaten Testbericht von dem AP 750. Da gehen wir auch auf diese Klänge noch ein bisschen ein. Schauen wir uns die Lautsprechersysteme an. Und da bringen wir unseren Kunstkopf ins Spiel, der uns dann verrät, wie die Lautsprechersysteme sind. Genau. Dazu müssen wir ein bisschen umbauen. Jetzt hören wir uns die Lautsprechersysteme an, und zwar akustisch. Dazu benutzen wir den Kunstkopf, ein Stereomikrofon, das binaurale Aufnahmen macht. Also ihr könnt damit das hören, was Yassin beim Spielen eigentlich hört, sofern ihr Kopfhörer tragt. Das ist also eine binaurale Aufnahme, funktioniert am besten über Kopfhörer und dann klingt es auch so räumlich, wie wir es hier im Raum hören. Ich bin jetzt sehr gespannt, wo der Unterschied liegt.
Das klingt auch über Lautsprecher wirklich sehr räumlich. Das ist ein schöner Klang. Macht Spaß. Vielleicht wir haben es im Testbericht ja schon uns auch angeschaut. Man muss etwas zu dem Lautsprechersystem sagen. Das ist eine Neuheit von Casio. Es ist ein 4-Wege-Lautsprechersystem, das eben die Spielzonen berücksichtigt. Also der Klang wird dort, wo du spielst, eben wiedergegeben. Und das wird nochmal verstärkt, wenn man eben diesen Deckel öffnet. Das ist ja, damit wird der Klang nochmal brillanter. Das haben wir auch gezeigt. Vielleicht kannst du das einfach mal machen, dass du im Bass mal eine Oktave anspielst. Das merkt man hier. Ja, und jetzt eine Oktave drüber. Und so weiter. Ja. Also es vermittelt sich sogar hier, ja. wo ich sitze. Ich höre, dass das ein räumlicher Klang ist. Das Ja. ist schon erstaunlich. Ja, also man hat wirklich das Gefühl, man sitzt an einem echten Klavier und man hat auch so, wie es am Klavier ja dann auch so ist, das haben sie wirklich klasse gemacht und wird verstärkt natürlich noch davon, haben wir auch in einem anderen Test schon ausgiebig darüber gesprochen. Ist wirklich ein cooles, mehr als ein Feature, ist schon eigentlich eine richtige Besonderheit eigentlich. Ne? Ja, das sollte jedes Digitalpiano haben, Ja, finde ich ja, gut. eigentlich schon, ja. Gut, jetzt bin ich sehr gespannt, was wir hier hören werden. Jetzt müssen wir den Kunstkopf hier rüber bewegen und dann hören wir uns das an. So, gut, dann hören wir uns jetzt das Casio AP550 an. Und hier können wir gleich schon mal sagen, es ist zwar das kleinere Modell, aber von der Lautsprecherleistung sind die beiden Instrumente gleich. Okay. Das ist Interessant. vielleicht erstmal eine wichtige Ja. Information vorweg. Und jetzt bin ich gespannt, was wir hören werden. Es ist doch immer wieder verblüffend, ne? Der Klang sehr ähnlich und doch total anders. Ja, irgendwie schon, ja. Es ist wirklich verrückt. Das Low-End ist hier nicht so stark ausgeprägt wie hier. Ja. Also in den Bässen fehlt was, aber nicht nur dort. Also beide sind ja offen und trotzdem klingt dieser Klang hier offener. Stimmt, ja. Hast du das auch so beim Spielen Ja, erlebt? also es ist auf jeden Fall auch das Spielgefühl ist auch anders. Also hier als da, ne? Also man würde es quasi gar nicht glauben. Aber ja, also man merkt natürlich schon, hier hat man nochmal, ja, da kommt einfach mehr rüber. Ist einfach ein bisschen mehr intensiver und noch ein bisschen mehr, obwohl ja die Leistung gleich ist, ne? Also Ja, absolut. Das klingt also wie ein herkömmliches Digitalpiano und das ist ja ein Schritt weiter. Das ist Ja. so meine Ja. Idee davon. Ich meine, über die Line-Ausgänge haben wir es ja gehört, über den Kopfhörerausgang. Da ist der Klang schon mal auch wirklich so vollwertig irgendwo und hier fehlt was im Lautsprechersystem. In diesem Vergleich jetzt, ja. Also wenn man das für sich gesehen spielt, dann ist das auch gut, ja. Also Ja. das sollte man nicht vergessen. Das kostet ja auch immerhin 1.900 Euro. Das ist schon was, ja. Dennoch weiß man also, mit den 400 Euro, die man da drauflegt, bekommt man hier nicht nur einen offeneren Klang, sondern wie du es beschrieben hast, man spielt auch anders damit. Ja. Ja, also das Spielerleben, wie man den Klang erlebt, das ist wohl was anderes. Ja. Und ich finde, dass eigentlich hier die 400 Euro mehr als gut investiert sind, um vielleicht doch zum etwas besseren Modell zu greifen. Ja. Alles klar. Also die Aussage lassen wir mal so stehen und ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und es hat was gebracht, mit dem Kunstkopf das mal zu hören, wie eben die Lautsprechersysteme sind und ja, dann könnt ihr euch euer Urteil selber bilden.